4. September 476. In Italien endet die Herrschaft eines Kaisers. Romulus Augustulus ist vermutlich noch sehr jung, seine Regierung besitzt kaum eigene Macht. Hinter ihm steht sein Vater Orestes, ein militärischer Machthaber. Doch die Soldaten rebellieren. Unter Odoaker besiegen sie Orestes. Romulus wird abgesetzt. Keine letzte Schlacht um Rom, kein brennender Kaiserpalast, kein dramatisches Ende einer Weltmacht. Der junge Kaiser wird verschont. Die kaiserlichen Insignien gehen nach Konstantinopel. In vielen Geschichtsbüchern endet an diesem Tag das Römische Reich. Doch die Stadt Rom existiert weiter. Römische Beamte bleiben im Dienst. Römisches Recht bleibt bestehen. Und im Osten herrscht weiterhin ein römischer Kaiser. Was also endete 476 wirklich? Und warum konnte ein Reich, das Jahrhunderte voller Krisen überstanden hatte, seine westliche Hälfte nicht mehr stabilisieren? Das Römische Reich war kein Nationalstaat. Es war ein riesiges Herrschaftssystem. Es verband Britannien, Nordafrika, Gallien, Italien, den Balkan, Kleinasien und Teile des Nahen Ostens. Die Menschen im Reich sprachen unterschiedliche Sprachen. Sie besaßen unterschiedliche Traditionen und regionale Identitäten. Zusammengehalten wurde dieses Reich vor allem durch Institutionen. Die Provinzen zahlten Steuern. Die Steuern finanzierten die Armee. Die Armee schützte Grenzen und Verkehrswege. Lokale Eliten verwalteten Städte und Regionen. Und der Kaiser verkörperte die höchste politische und militärische Autorität. Dieses System verschwand 476 nicht überall. Im Osten bestand das Römische Reich weiter. Seine Einwohner bezeichneten sich noch über Jahrhunderte als Römer. Untergegangen war die zentrale Kaiserherrschaft im Westen. Doch selbst dieses Ende war nicht eindeutig. Romulus Augustulus war der letzte Kaiser in Italien. Julius Nepos blieb jedoch bis 480 vom Osten als rechtmäßiger Westkaiser anerkannt. 476 war deshalb nicht der Tag, an dem Rom plötzlich fiel. Es war der Moment, an dem sichtbar wurde, wie wenig im Westen noch von der kaiserlichen Macht übrig war. Der Zerfall war nicht unvermeidlich. Bereits im 3. Jahrhundert hatte Rom eine schwere Krise erlebt. Kaiser wurden gestürzt und ermordet. Generäle ließen sich zu Herrschern ausrufen. Persische Armeen griffen im Osten an. An Rhein und Donau wuchs der militärische Druck. Ganze Regionen lösten sich zeitweise von der Zentralregierung. Doch das Reich überlebte. Aurelian stellte die territoriale Einheit wieder her. Diokletian reformierte die Verwaltung. Konstantin gründete Konstantinopel und veränderte das politische Zentrum des Imperiums. Rom war anpassungsfähig. Es konnte neue Verwaltungsformen schaffen. Es konnte seine Armee reorganisieren. Es konnte auf Krisen reagieren. Doch ein Problem blieb bestehen. Das Reich war von der Person des Kaisers abhängig. Und jeder Kaiser war von der Loyalität der Armeen abhängig. Für viele Kaiser kam die größte Gefahr nicht von außen. Sie kam von anderen Römern. Es gab keine dauerhaft geregelte Nachfolge. Ein Kaiser konnte durch Herkunft, Ernennung oder militärische Unterstützung an die Macht gelangen. Ein erfolgreicher General konnte aber jederzeit zum Rivalen werden. Militärischer Erfolg brachte Ansehen. Ansehen brachte politischen Einfluss. Und politischer Einfluss erzeugte Misstrauen. Die Kaiser brauchten starke Generäle. Gleichzeitig fürchteten sie ihre Macht. Römische Armeen kämpften deshalb immer wieder gegeneinander. Soldaten, die an den Grenzen gebraucht wurden, standen in Bürgerkriegen. Jeder dieser Konflikte schwächte das System. Armeen wurden aufgerieben. Grenzen wurden vernachlässigt. Provinzen wurden zusätzlich belastet. Solange der Staat stark genug blieb, konnte er solche Krisen überstehen. Im Westen des 5. Jahrhunderts gelang das immer weniger. Innere Konflikte trafen auf wachsenden äußeren Druck. Und beide Entwicklungen verstärkten sich gegenseitig. Im Jahr 376 erreichten große gotische Gruppen die Donau. Sie flohen vor der Macht der Hunnen. Sie baten um Aufnahme in das Römische Reich. Die römische Regierung erlaubte ihnen die Überquerung. Grundsätzlich war eine solche Aufnahme nichts völlig Neues. Rom siedelte Menschen in seinen Provinzen an. Es rekrutierte Soldaten aus vielen Regionen. Doch dieses Mal versagte die Verwaltung.
Römische Beamte waren schlecht vorbereitet. Lebensmittel wurden knapp, Menschen wurden ausgebeutet, Gewalt und Misstrauen nahmen zu. Aus einer kontrollierten Aufnahme wurde ein Aufstand. 378 stellte sich Kaiser Valens den gotischen Verbänden bei Adrianopel entgegen. Er griff an, bevor Verstärkungen eingetroffen waren. Die römische Armee erlitt eine schwere Niederlage. Valens starb. Adrianopel erschütterte das Imperium. Aber die Schlacht war noch nicht sein Ende. Der Osten konnte sich später wieder stabilisieren. Die Krise zeigte jedoch ein tieferes Problem. Viele gotische Gruppen wollten nicht einfach Rom zerstören. Sie wollten Versorgung, Land, Anerkennung und einen Platz im römischen System. Als dieses System ihre Aufnahme nicht organisieren konnte, entstand eine bewaffnete Macht, die ihre Forderungen selbst durchsetzte. Nicht Migration allein wurde zur Gefahr. Gefährlich wurde die Verbindung aus Migration, Verwaltungsversagen und militärischer Eskalation. Nach dem Tod Theodosius im Jahr 395 wurde die Herrschaft zwischen Ost und West aufgeteilt. Formal blieb das Imperium eine Einheit. In der politischen Realität entstanden zwei Machtzentren. Der Westen wurde zunehmend instabil. Alaric kämpfte gegen Rom. Er verhandelte mit Rom. Und zeitweise stand er zugleich in römischen Diensten. 410 nahmen seine Truppen die Stadt Rom ein. Die psychologische Wirkung war gewaltig. Doch Rom war längst nicht mehr die reguläre Kaiserresidenz. Die Regierung saß in Ravenna. Viel schwerer wog der Verlust ganzer Provinzen. Vandalen, Sueben und Alanen überschritten den Rhein. Sie zogen durch Gallien nach Hispanien. In Britannien brach die römische Zentralherrschaft zusammen. Auch in Gallien entstanden neue Machtzentren. Der Staat verlor nicht nur Schlachten. Er verlor die Fähigkeit, in seinen Provinzen dauerhaft Steuern einzuziehen, Truppen zu stationieren und politische Entscheidungen durchzusetzen. Jeder verlorene Landstrich bedeutete deshalb weniger Einnahmen. Und weniger Einnahmen bedeuteten weniger militärische Macht. Der wahrscheinlich entscheidendste Verlust des Westreiches fand nicht in Rom statt. Er fand in Nordafrika statt. 429 setzten die Vandalen von Hispanien nach Afrika über. 439 eroberten sie Karthago. Nordafrika war eine der wichtigsten verbliebenen Wirtschaftsregionen des Westens. Die Provinzen lieferten Steuern, sie lieferten landwirtschaftliche Produkte und sie waren wichtig für die Versorgung Italiens. Mit Karthago verlor das Westreich ein bedeutendes Zentrum des westlichen Mittelmeerraumes. Die Einnahmen sanken, der militärische Bedarf blieb. Rom brauchte Armeen, um seine Provinzen zurückzugewinnen. Doch ohne diese Provinzen fehlten die Steuern, um diese Armeen zu bezahlen. Eine Falle entstand. Gebietsverlust führte zu Einnahmeverlust. Einnahmeverlust führte zu militärischer Schwäche. Militärische Schwäche führte zu weiteren Gebietsverlusten. Die Plünderung Roms war ein mächtiges Symbol. Der Verlust Nordafrikas traf das Fundament des Staates. Im 5. Jahrhundert beschleunigte sich dieser Kreislauf. Das Reich verlor Gebiete. Die Einnahmen sanken. Die Regierung konnte weniger Soldaten finanzieren, sie wurde abhängiger von Heerführern und militärischen Gruppen. Diese Akteure verfolgten eigene Interessen. Die Kaiser verloren weiter an Macht. Flavius Aetius hielt das westliche System noch einige Jahre zusammen. 451 führte er eine Koalition gegen Attila. Doch 454 ließ Kaiser Valentinian III. Ihn ermorden. Kurz darauf wurde auch der Kaiser getötet. Die letzten relativ stabilen Machtstrukturen zerbrachen. Kaiser wechselten schnell, Heermeister setzten Herrscher ein und sie beseitigten sie wieder. Majorian versuchte, das Reich zu reformieren und verlorene Gebiete zurückzugewinnen. Er scheiterte. 468 unternahmen Ost- und Westrom gemeinsam eine große Expedition gegen die Vandalen. Auch sie scheiterte. Die genauen Kosten sind unsicher. Doch die Niederlage zerstörte eine der letzten realistischen Chancen, Nordafrika zurückzugewinnen. Danach blieb der Kaisertitel bestehen. Die tatsächliche Macht lag jedoch zunehmend bei regionalen Militärführern. Auch das Ostreich hatte schwere Probleme. Es erlebte Bürgerkriege, religiöse Konflikte, Palästintrigen und militärischen Druck.
Trotzdem überlebte es. Der Osten verfügte über dichter besiedelte Regionen und wohlhabende Städte. Seine Steuerbasis war stabiler. Konstantinopel bot einen weiteren Vorteil. Die Stadt war stark befestigt. Sie lag strategisch günstig und sie kontrollierte wichtige Verbindungen zwischen Europa und Asien. Der Osten konnte Gegner bezahlen, gegeneinander ausspielen oder in seine Armeen integrieren. Der Westen hatte ähnliche Mittel genutzt, doch mit jedem verlorenen Gebiet wurden seine Möglichkeiten kleiner. Der Vergleich zeigt, was den Untergang nicht allein erklären kann, nicht das Christentum. Der Osten war ebenfalls christlich, nicht Soldaten fremder Herkunft. Auch das Ostreich setzte sie ein, nicht eine allgemeine Dekadenz, denn eine Hälfte des Imperiums bestand weiter. Entscheidend war die Fähigkeit, Steuern, Armeen, Eliten und politische Autorität zusammenzuhalten. Der Westen verlor diese Fähigkeit, der Osten behielt sie. Als Odoaker Romulus Augustulus absetzte, zerstörte er kein funktionierendes Reich. Er beseitigte den letzten Kaiser in Italien. Die politische Ordnung hinter diesem Amt war bereits weitgehend zerfallen. Odoaker nutzte weiterhin römische Verwaltungsstrukturen. Römische Beamte blieben im Dienst, römische Eliten blieben einflussreich. 476 war deshalb kein vollständiger Neubeginn. Es war die Anerkennung einer neuen Wirklichkeit. Das Westreich fiel nicht, weil Romulus abgesetzt wurde. Romulus konnte abgesetzt werden, weil das Westreich bereits kaum noch existierte. Der politische Zusammenbruch hatte reale Folgen. In vielen Regionen gingen Verwaltung, Handel, Münzumlauf und städtische Infrastruktur zurück. Doch Rom verschwand nicht. Römisches Recht wirkte weiter. Latein prägte große Teile Europas. Die Kirche übernahm politische, soziale und kulturelle Aufgaben. Neue Herrscher nutzten römische Titel, Symbole und Verwaltungsformen. Im Osten bestand das Römische Reich noch fast 1000 Jahre weiter. Der Untergang war deshalb zugleich Zusammenbruch und Transformation. Rom ging nicht an einer einzigen Ursache unter, nicht an einer Schlacht, nicht an einem Gegner. Es zerfiel, als innere Machtkämpfe und äußerer Druck einen Kreislauf aus Gebietsverlust, sinkenden Einnahmen und militärischer Abhängigkeit auslösten. Am Ende blieb der Kaisertitel bestehen. Doch die Macht dahinter war verschwunden. Ein Imperium endet nicht immer in einem einzigen dramatischen Moment. Manchmal endet es, wenn sein System die nächste Krise nicht mehr bewältigen kann.